Das ist die Gold-Nachsticknadel von Schmetz. Und die kann für Quilter so einiges. Und was sie genau kann, darum geht es in diesem Video. Herzlich willkommen bei Needle Engine. Mein Name ist Elke und wir legen los. Und das ist die goldene Nachstick-Topstitch-Nadel von Schmetz. Sie hat ein besonders langes Öhr, 2 mm lang bei allen Nadeln. Und sie hat eine Titanitrit-Beschichtung, die ihr eine besonders glatte und harte Außenkante verleiht, mit der wir unsere Quilt-Projekte auf ganz besondere Weise arbeiten können. Ich habe die Nadel schon einmal eingesetzt und mit dem langen Öhr kann die Nadel besonders gut mit mehreren Fäden arbeiten. Das Ganze möchten wir gleich beim Quilten einmal ausprobieren, aber wir starten mit unserem Geradstichfüßchen, denn wenn wir an unseren Nähmaschinen mit mehreren Fäden quilten, dann ist ganz wichtig, dass wir darauf achten, dass wir unsere Fadenspannung ändern. Wir möchten zunächst einmal mit 2 Fäden quilten. Beide Fäden laufen wie ein Faden durch die Vorspannung, wie ein Faden durch unsere Fadenspannung und wie ein Faden fädeln wir sie komplett ein bis ins Nadelöhr. Dadurch, dass wir 2 Fäden durch die Fadenspannung ziehen, ändert sich unsere Fadenspannung. Und als erstes möchten wir für unsere Kombination an Fäden die ideale Fadenspannung herausfinden. Das heißt, wir lassen unser Normalfüßchen eingesetzt. Und wie beim Quilten holen wir einmal den Unterfaden nach oben. Wenn unsere Nähmaschine mit dem Standardfüßchen einen geraden Stich näht, ist das für die Nadel eine sehr geringe Belastung. Das sind die besten Bedingungen, um die ideale Fadenspannung für unsere Fadenkombination zu finden. An meiner Maschine habe ich eine Stichlänge von 2,5 eingestellt und einen Geradstich. Ich halte einmal alle Fäden fest und ich schaue, was gibt mir meine Maschine für ein Ergebnis, wenn ich nun einfach nähe. So schaut das schon sehr gut aus. Es schaut bei mir sehr gut aus, weil ich meine Maschine schon umgestellt habe. Das heißt, wenn ich meine Maschine auf die Fadenspannung einstelle, mit der ich sonst nähe, so, dann ziehen mir meine Fäden meinen Unterfaden ein wenig hoch. Das Ganze wird sehr tief in meinen Stoff hineingedrückt, das möchte ich nicht. Bei meiner Maschine stelle ich meine Fadenspannung von 4,5 auf 3,5 herunter und erziele dann ein schönes Stichbild mit 2 Fäden und einem Unterfaden. Der Unterfaden bleibt immer gleich. So, hier habe ich jetzt ein sehr schönes Stichbild, das gefällt mir. Findet heraus, wie das Stichbild für eure Maschine am besten geeignet ist. Und wenn wir das haben, dann können wir hingehen und können mit unterschiedlichen Quiltfüßchen arbeiten. Der einfachste Quiltfuß, mit dem wir starten können, das ist unser Stopffuß, den wir bei allen Maschinen meistens dabei haben. Wenn wir unseren Stopffuß einsetzen, dann versenken wir den Transporteur. Wir stellen die Stichlänge auf 0, senken unser Füßchen ab und wir holen unseren Unterfaden nach oben. Wir halten unsere Fäden fest, wir nähen 3-mal auf der Stelle und wir quilten einmal parallel neben unserer Probelinie entlang. Und wir schauen uns einmal unser Ergebnis an. Hier habe ich ein paar unruhige Stellen, das heißt ein bisschen höher könnte ich meine Fadenspannung stellen, damit ich diese unruhigen Flächen auch noch herausbekomme. Nehmt euch Zeit, das richtig einzustellen, denn mit der falschen Fadenspannung könnt ihr bei eurem Top eine ganze Menge Ergebnisse erzielen, die ihr nicht so gerne habt. Und wir schauen uns das Ergebnis an und das Ergebnis ist besser. Und wenn ihr ein Ergebnis erzielt, das ihr gerne haben möchtet und ihr möchtet einfach nur gerade quilten, dann ist das euer Ergebnis. So, mit diesem Ergebnis könnt ihr nun mit 2 Fäden eure Muster quilten. Worauf ihr achten solltet, wenn ihr das macht, sind hektische Seitwärtsbewegungen.
Gut, jetzt macht es das nicht. Bei hektischen Seitwärtsbewegungen kann es sein, dass der Faden schon mal reißt. Aber selbst das hat der Faden jetzt nicht gewollt. Und wir können sogar komplette Flächen sticken, ohne dass etwas passiert. Aber das möchten wir jetzt nicht. Was wir jetzt möchten ist, wir möchten noch einen Schritt weiter gehen. Wir sehen, unsere Nadel schafft ein sehr schönes, gerades Ergebnis mit 2 Fäden. Wir können das Ganze aber noch ein bisschen weiterführen. Wir halten wieder unsere Fäden zur Seite und wir nähen Zickzack mit 2 Fäden und mit einem Linealfüßchen. Wir quilten also frei. So. Und auch hier sehen wir ein Ergebnis, das uns gefällt. Und wenn wir das Ergebnis haben, dann starten wir langsam mit unserem Patch. In der Mitte habe ich ein Blumenmotiv, das habe ich auf ein abwaschbares Stickvlies übertragen. Und das Stickvlies habe ich schon auf mein Patch geklebt, damit ich hier ohne Probleme nacharbeiten kann. Ich habe einen 2er Zickzackstich eingestellt. Wir starten in der Mitte, wir versenken unser Füßchen und wir holen einmal den Unterfaden nach oben. Und was wir jetzt machen möchten ist, wir möchten unsere Blume zickzack quilten mit 2 Fäden. Wir möchten also ein sehr kräftiges, eindrucksvolles Ornament erzielen. Wenn ihr mit der gleichen Blume arbeiten möchtet, diese Blume findet ihr in der digitalen Ostereiersuche hier auf meinem Kanal. Den Link setze ich euch hier unter das Video. Ich möchte den gleichen kräftigen Rand zu allen Seiten, also drehe ich mein Motiv einmal. Die Nadel hat einen gehärteten und polierten Stahlkern und ist mit einer Verschleißschutzschicht aus Titanitrit ummantelt. Titanitrit ist eine chemische Verbindung zwischen Titan und Stickstoff. Ich kann mit 2 Fäden wieder und wieder über die Mitte meiner Blüte fahren. Das ist für die Nadel und für die beiden Fäden gar kein Problem. Das Einzige, das das Ganze ausbremst, ist die Füßchenhöhe. Irgendwann bleibe ich mit meinem Füßchen an dieser Mitte hängen. Ich kann in Seitwärtsbewegungen mit Zickzackstich und 2 Fäden wieder und wieder über die gleiche Stelle fahren, ohne dass etwas passiert. Da das bis jetzt alles so wunderbar funktionierte, habe ich mich getraut, auf meiner Probeseite in einem Zickzackstich mit 2 Metallicfäden Flächen zu füllen. Und siehe da, es funktioniert. Also habe ich mir die Nadel noch einmal aus der Nähe angeschaut und sie so richtig geärgert. Ich habe mit 2 Fäden richtig stark an ihr gezogen und sie so weit verbogen, wie ich es schaffen konnte, aber sie schwang jedes Mal wieder in die Ausgangsposition zurück und ich konnte anschließend mit ihr sogar noch weiter quilten. Der Schaft, der ist so tief, dass ich beide Fäden, auch beide Metallicfäden, ganz problemlos in den Schaft hineinlegen und komplett verschwinden, sodass da anscheinend auch viel weniger Reibung ist, als ich es vermuten würde. Und da das Ganze so gut funktionierte, dachte ich mir, probiere ich das Ganze mal an der Blüte aus. Wir wandern außen um den Knoten herum und starten neu. Und den inneren Bogen der Blüte quillte ich mit 2 Metallicfäden im Zickzackstich vor und wieder zurück, sodass die Fäden doppelt zickzack genäht sind. Das Ganze funktioniert auch deshalb, weil diese Nadel eine leicht verrundete Spitze hat und sie zerstört die Struktur der Metallicfäden nicht. Wenn wir unsere Fruchtstände mit Effektgarn quilten wollen, dann können wir das besser mit einem Faden tun, mit einem Metallicfaden. Damit das passt, erhöhen wir wieder die Fadenspannung ein bisschen, denn jetzt haben sich ja die Bedingungen wieder geändert. Jedes Mal, wenn wir
die Fäden ändern, die Anzahl der Fäden oder die Art der Fäden, korrigieren wir die Fadenspannung. Beim Quilten der Fruchtstände kamen 2 Metallic-Fäden mit einer Nadel dann doch an ihre Grenzen, denn wir fahren wieder und wieder über exakt die gleiche Stelle und das wird dann irgendwann zu viel. Also habe ich meine Fruchtstände dann doch mit einem Metallic-Faden gequiltet. Aber hier konnte ich tatsächlich 4, 5, 6 Mal über die gleiche Stelle fahren. Am Rand wollte ich noch ein ganz klassisches Motiv, die geschwungenen Achten, ausprobieren. Dazu habe ich mir einen Rand von 5 cm Breite abgeteilt. Ich habe 2 Stickgarne in die Nadel eingezogen und mit einem Zickzack die geschwungenen Achten ganz einfach frei gequiltet. Dadurch sind sie sehr unregelmäßig, sehr lebendig. Mir gefällt das bei diesem Patch sehr gut und es machte einfach Spaß. Aber zu den Achten wird es noch ein ausführliches Video geben, wie wir sie vernünftig arbeiten und wie wir diese Achten, die aus der Kalligrafie stammen, auch wirklich bei der Kalligrafie mit der Nähmaschine einsetzen können. Meine Ecken möchte ich nun besonders füllen. Ich möchte wirklich dieses Quadrat ausmalen. Und hier möchten wir so eine Idee von komplettem Patch haben, wie bei einem gekauften Patch. Mein Quadrat hat eine Größe von 5 x 5 cm. Und in diese 5 x 5 cm setze ich in die Mitte einen großen Tropfen. Zu beiden Seiten quilte ich mit Zickzack und 2 Fäden einen kleineren Tropfen. Und nun kann ich außen herum um meine Tropfen einfach mit dem gleichen Zickzackstich vor- und zurückfahren, um die komplette Fläche zu füllen. Das ist gar kein Problem. Wir haben ein Sandwich, wir haben also genug Material, dass das Ganze gut gehalten wird. Wir brauchen da also nicht nochmal extra ein Stickvlies, um diese Arbeit umsetzen zu können. Wenn alle 4 Ecken ausgefüllt sind, brauchen wir unser Patch nur noch unter den Wasserkran zu halten. Das wasserlösliche Stickvlies abspülen und das Ganze ist, tada, ein fertiges Patch mit ganz besonderen Möglichkeiten. Und hey, das ist mein fertiges Patch. Die Nadel hat wirklich einige Möglichkeiten mehr, um sich beim Quilten so richtig auszutoben. Ich wünsche euch viel Vergnügen beim Patchen und Quilten. Vielen Dank fürs Zuschauen, habt eine wunderbare Zeit, bleibt gesund und glücklich und denkt daran, was immer auch passiert, einfach weiter patchen und quilten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!